Mein Name ist Stefanie, ich bin seit einem Jahr Volontärin am Stadtmuseum und arbeite auch für die Ost-Berlin-Ausstellung mit. Und wir befinden uns jetzt gerade hier in der Pölzig-Halle in Spandau. Und dort sind verschiedene Depots der Stiftung. Und hier ganz konkret sind wir in der Skulpturensammlung. Das ist eine Büste von Walter Ulbricht. Die steht hier in der Skulpturensammlung des Stadtmuseums. Die Büste ist von Walter Arnold. Das war ein Bildhauer und er war auch Vorstand im Verband Bildender Künstler in der DDR. Und hier in der Sammlung befinden sich auch noch andere Werke von ihm. Eine Skulptur von Anna Seegers und recht bekannt ist auch die Trümmerfrauen, eine kleine Skulptur, die sich auf Dresden bezieht. Also diese Büste hat im Roten Rathaus gestanden und wie mir eine Kollegin erzählt hat, war das wohl sehr ungewöhnlich, weil eigentlich üblicherweise standen dort Bürgermeister, aber nicht unbedingt der Staatsratsvorsitzende als oberste Macht. Und diese Büste wurde 1973 nach seinem Tod dann abgebaut und entfernt. Und das ist der Punkt, in dem eine persönliche Geschichte von mir dazu kommt. Und zwar wurde mein Opa damit beauftragt, die einzuschmelzen. Er war gelernter Schmied und in der Fahrbereitschaft des Ostberliner Magistrats tätig. Und genau, sein Chef kam eines Tages zu ihm und sagte, er hat einen Auftrag und das ist ganz geheim und er möchte sich schnell darum kümmern. Und dann ging es ihm darum, diese Büste einzuschmelzen. Und aus irgendeinem Grund hat mein Opa sich dagegen entschieden und hat sie stattdessen in einen Spind gestellt, versteckt, und dort stand sie dann erstmal auf dem Werkstatthof im Prenzlauer Berg. Und genau, er hat sie dann irgendwann mit nach Hause genommen und in seinen Keller gestellt. Dort stand sie dann auf einer Werkbank und war dann so ein Gast der Familie. Ich habe selber keine Erinnerung daran und habe auch nicht in dieser Wohnung gewohnt, aber mein Vater hat mir davon erzählt, dass er und seine Mutter das wussten und genau. Ansonsten wurde es natürlich geheim gehalten. Und ich bin dann auf die Büste selber gestoßen, als ich angefangen habe, hier in der Stiftung zu arbeiten, habe ich meinem Vater davon erzählt und der hat mir dann berichtet, dass die 2003 an die Stiftung übergeben wurde. Da ist mein Opa dann gestorben und dann war mein Vater mit der Frage konfrontiert, was machen wir jetzt damit? Und hat dann erst übers Rote Rathaus versucht, jemanden zu finden, weil er wusste, dass das dort mal stand. Und dort wurde dann der Kontakt zum Stadtmuseum hergestellt. Mein Opa ist Lokalhistoriker an Weißensee, der hat dann auch nochmal mitvermittelt. Und so ist dann die Büste hierher gekommen.